Guten Tag, hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 3. November 2025. Auto lädt beim Fahren. Neue Teststrecke auf der A6. In Deutschland startet die erste Autobahn, auf der Elektroautos während der Fahrt laden können. Die Teststrecke liegt auf der A6 bei Bamberg in Bayern. Unter der Straße sind Spulen eingebaut, die Strom an das Auto weitergeben, wenn es darüber fährt. Das Projekt heißt eMpower und wird vom Bundeswirtschaftsministerium unterstützt. Die Technik stammt von einer Firma aus Deutschland. Sie soll helfen, Elektroautos leichter, billiger und umweltfreundlicher zu machen. Wenn das System funktioniert, könnten Autos in Zukunft kleinere Batterien haben und seltener anhalten müssen. Im Moment dürfen nur spezielle Testfahrzeuge dort laden. Für alle anderen Autos bleibt die Strecke normal befahrbar. Malediven verbieten Tabak für junge Menschen. Auf den Malediven gilt jetzt ein neues Tabakgesetz. Wer am oder nach dem 1. Januar 2007 geboren ist, darf dort nie rauchen oder Tabak kaufen. Auch Touristen nicht. Das Verbot betrifft Zigaretten, E-Zigaretten und Vapes. Geschäfte müssen das Alter prüfen. Wer trotzdem an Minderjährige verkauft, muss eine hohe Geldstrafe zahlen. Mit dem neuen Gesetz will die Regierung junge Menschen besser vor den Folgen des Rauchens schützen. Die Malediven sind damit das erste Land der Welt mit einer tabakfreien Generation. Aise Irim gewinnt deutschen Poetry Slam. Aise Irim hat die deutsche Meisterschaft im Poetry Slam gewonnen. Bei diesem Wettbewerb lesen Menschen eigene Texte auf einer Bühne vor. Das Publikum entscheidet, wer gewinnt. Aise Irem ist 26 Jahre alt und kommt aus Nordrhein-Westfalen. In ihren Texten schreibt sie über Rassismus im Alltag, darüber, wie Menschen wegen ihrer Herkunft oder Hautfarbe schlecht behandelt werden. Sie will zeigen, wie verletzend das ist und anderen Mut machen. Jeder soll so leben dürfen, wie er wirklich ist. Das war's für heute mit den Nachrichten. Danke fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 4. November 2025. Erste Städte sagen Weihnachtsmärkte ab. In Deutschland werden die ersten Weihnachtsmärkte abgesagt. In Overath in Nordrhein-Westfalen fällt der Markt in diesem Jahr aus, weil die Kosten für Sicherheit und Personal zu hoch sind. Der Veranstalter kann die Ausgaben für Absperrungen und Wachpersonal nicht mehr bezahlen. Ohne diese Maßnahmen darf der Markt nicht stattfinden. Auch in Kerpen gibt es Veränderungen. Dort wird der Weihnachtsmarkt in einen kleineren Genussmarkt im Advent umgewandelt, um Kosten zu sparen. In anderen Städten wie Rostock, Hamburg, Rahlstedt und Dortmund wurden Weihnachtsmärkte ebenfalls abgesagt, etwa wegen zu weniger Stände oder Bauarbeiten. Viele Menschen sind traurig, denn für sie gehören die Weihnachtsmärkte fest zur Adventszeit. Lego-Pyramide als Diplomatengeschenk. Beim Treffen des dänischen Außenministers Lars Løkke Rasmussen mit seinem ägyptischen Kollegen Bader Abdelati hat es einen besonderen Moment gegeben. Rasmussen hat ihm die Pyramide von Gizeh als Lego-Set geschenkt. Darüber hat sich Abdelati sehr gefreut. Im Gegenzug hat Rasmussen eine Miniatur der Totenmaske von Tutanchamun bekommen. Ältester Deutscher mit 110 Jahren gestorben.
Der älteste bekannte Deutsche, Karl Heidle, ist wenige Wochen nach seinem 110. Geburtstag gestorben. Er hat bis ins hohe Alter selbstständig gelebt. Mit 99 ist er noch Auto gefahren und mit 105 hat er sich noch selbst um den Haushalt gekümmert. Die Gemeinde Kernen hat mitgeteilt, dass er in der Nacht zum Samstag friedlich eingeschlafen ist. Hamburg ist das glücklichste Bundesland. Hamburg ist laut dem SKL Glücksatlas 2025 das glücklichste Bundesland in Deutschland. Die Stadt hat 7,33 Punkte erreicht und bleibt damit auf dem ersten Platz. Auf Platz 2 liegt Bayern, auf Platz 3 Rheinland-Pfalz. KI-Chatbots machen viele Fehler. Immer mehr Menschen fragen Chatbots wie ChatGPT oder Gemini nach Informationen zu Politik oder aktuellen Themen. Doch laut einer neuen Untersuchung machen die KI-Modelle viele Fehler. Oft sind die Quellen falsch, zum Beispiel erfundene Links oder falsche Angaben. Auch falsche Aussagen, vertauschte Fakten oder fehlerhafte Zitate kommen häufig vor. Deshalb raten Experten, Informationen von KI-Systemen sollte man immer überprüfen. Das war's für heute mit den Nachrichten. Danke fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 5. November 2025. Zoran Mamdani gewinnt Bürgermeisterwahl in New York. Der Demokrat Zoran Mamdani hat die Wahl zum Bürgermeister von New York gewonnen. Er ist damit der erste muslimische Bürgermeister der Stadt. Mamdani hat mit einer modernen Online-Kampagne und vielen freiwilligen Helfern viele junge Wähler überzeugt. Er hat versprochen, Mieterhöhungen zu stoppen, kostenlose Busse und gratis Kinderbetreuung anzubieten. In seiner Rede hat er gesagt: Heute Abend haben wir gezeigt, die Hoffnung lebt. Ich kämpfe für eine Stadt, die sich alle leisten können. Mehr als 2 Millionen Menschen haben gewählt, so viele wie seit 1969 nicht mehr. Der frühere Gouverneur Andrew Cuomo hat deutlich verloren. Auch der Republikaner Curtis Silva hat nur wenige Stimmen bekommen. Islamistische Gruppe Muslim interaktiv verboten. Die deutsche Regierung hat die islamistische Gruppe Muslim interaktiv verboten. Nach Angaben von Innenminister Alexander Dobrindt hat die Gruppe die Demokratie abgelehnt, gegen Israel gehetzt und Frauen sowie Minderheiten schlecht behandelt. Am Mittwoch hat die Polizei mehrere Gebäude in Hamburg, Berlin und Hessen durchsucht. Auch Internetseiten und Social-Media-Konten der Gruppe sind geschlossen worden. Die Gruppe wollte ein Kalifat, also eine islamische Weltregierung. Sie hat besonders viele junge Menschen über soziale Medien erreicht. Auch die Vereine Generation Islam und Realität Islam sind untersucht worden. Sie sind aber nicht verboten. Saftfirma druckt Fotos vermisster Frauen auf Flaschen. Der Bonner Saftproduzent True Fruits zeigt auf seinen Smoothie-Flaschen die Fotos von 2 vermissten Frauen: Hilal Ercan und Scarlett Salice. Die Aktion läuft 4 Wochen lang in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen hofft, dadurch neue Hinweise zu bekommen. Hilal Ercan ist 1999 in Hamburg verschwunden. Scarlett Salice wird seit 5 Jahren vermisst. Das war's für heute. Bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 6. November 2025.
Supermond über Deutschland. In der Nacht zu Donnerstag war über Deutschland ein Supermond zu sehen. Er erschien besonders groß und hell, weil er der Erde mit rund 356.000 Kilometern sehr nah war. Nur an der Nord- und Ostseeküste verdeckten Wolken den Blick. Paar hat Sex auf der Autobahn. Polizei stoppt Fahrt. In Nordrhein-Westfalen hat die Polizei auf der A1 bei Münster ein Paar gestoppt, das beim Fahren Sex hatte. Ein Zeuge hatte gemeldet, dass das Auto unsicher gefahren ist und fast von der Straße abgekommen war. Ein Lastwagen musste ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden. Die Polizei hat den 37-jährigen Fahrer und seine 33-jährige Beifahrerin später auf einem Tankstellengelände gefunden. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Shutdown in den USA. Regierung teilweise stillgelegt. In den USA gibt es seit dem 1. Oktober einen Shutdown. Das bedeutet, viele Teile der Regierung arbeiten nicht mehr, weil sich Republikaner und Demokraten nicht auf ein neues Budget geeinigt haben. 100.000 Beschäftigte arbeiten ohne Bezahlung oder sind im Zwangsurlaub. Millionen Menschen bekommen keine Lebensmittelhilfen mehr. Das Verkehrsministerium will jetzt weniger Flüge zulassen. Etwa 10% weniger an 40 großen Flughäfen. So sollen die Fluglotsen entlastet werden, die seit Wochen ohne Lohn arbeiten. Schon jetzt gibt es Verspätungen. Und vor Thanksgiving erwarten Fachleute noch mehr Chaos im Flugverkehr. Brasilien stoppt illegalen Goldabbau. In Brasilien hat die Polizei mehr als 270 schwimmende Bagger zerstört, die für den illegalen Goldabbau genutzt wurden. Die Aktion wurde von Interpol und einem neuen Amazonas-Polizeizentrum organisiert. Der Goldabbau zerstört den Regenwald und gefährdet das Leben der indigenen Bevölkerung. Viele Menschen leiden dort unter Krankheiten und Hunger. Mexikos Präsidentin belästigt. In Mexiko-Stadt ist Präsidentin Claudia Sheinbaum bei einem Rundgang von einem Mann belästigt worden. Er hat versucht, sie zu umarmen und zu küssen. Die Polizei hat den Mann festgenommen. Sheinbaum hat Anzeige erstattet und will nun die Gesetze gegen sexuelle Belästigung prüfen. Manchester City gewinnt klar gegen Dortmund. In der Champions League hat Manchester City Borussia Dortmund mit 4:1 besiegt. City bleibt damit an der Spitze seiner Gruppe. Für Dortmund war es ein schweres Spiel. Die Mannschaft muss in den nächsten Spielen besser werden, um im Wettbewerb zu bleiben. Das war's für heute. Bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 7. November 2025. Diese Länder haben die größten Goldreserven. Gold bleibt auch in Krisenzeiten ein Symbol für Stabilität und Macht. Viele Staaten lagern große Mengen Gold, um ihre Wirtschaft abzusichern und unabhängiger vom US-Dollar zu werden. Die USA besitzen mit Abstand die größten Goldreserven der Welt, gefolgt von Deutschland und Italien. Auch China und Russland haben in den letzten Jahren viel Gold gekauft, um ihre eigene Währung zu stärken. Goldreserven zeigen heute nicht nur wirtschaftliche Stärke,
sondern auch politischen Einfluss. Deutschland führt digitalen Fahrzeugschein ein. Autofahrer können ihren Fahrzeugschein jetzt digital auf dem Smartphone speichern, mit der neuen iKFZ-App. Der digitale Nachweis ist bei Verkehrskontrollen in Deutschland gültig. Um den Fahrzeugschein zu aktivieren, braucht man einen Personalausweis mit Online-Ausweisfunktion oder einen QR-Code von der Zulassungsstelle. Bei Fahrten ins Ausland muss der Fahrzeugschein aber weiterhin in Papierform mitgeführt werden. Die Polizei begrüßt die Neuerungen, kritisiert aber, dass es noch keine einheitlichen Schulungen für Kontrollen gibt und digitale Dokumente gefälscht werden könnten. Die Bundesregierung plant außerdem, bis Ende 2026 auch den Führerschein zu digitalisieren. Polen startet großes Trainingsprogramm für Bürger. Aus Angst vor Russland will Polen seine Bevölkerung militärisch vorbereiten. Ab dem 22. November beginnt das neue Programm in Bereitschaft, bei dem bis zu 400.000 Menschen geschult werden sollen. Am Programm können alle Menschen teilnehmen, Kinder, Erwachsene und ältere Menschen. Die Kurse dauern jeweils einen Tag und behandeln Themen wie Sicherheit, Erste Hilfe, Survival und Cyberschutz. Das Programm ersetzt keinen Armeedienst, soll aber die Bevölkerung auf Krisen besser vorbereiten. Neue Drogenmasche in Berlin. Koks per QR-Code. In Berlin tauchen immer mehr bunte Sticker mit QR-Codes an Wänden und Laternen auf. Wer den QR-Code scannt, kommt in einen Chat, in dem Drogen verkauft werden, zum Beispiel Kokain oder Speed. Die Verkäufer versprechen, die Drogen in nur 10 Minuten zu liefern. Die Polizei ermittelt, wer hinter der neuen Drogenmasche steckt. Das war's für heute. Bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 8. November 2025. Dänemark plant Altersgrenze für soziale Medien. Die Regierung in Dänemark will eine Altersgrenze für soziale Medien einführen. Kinder und Jugendliche sollen bestimmte Plattformen erst ab 15 Jahren benutzen dürfen. Eltern dürfen erlauben, dass ihre Kinder sich schon mit 13 Jahren dort anmelden. Das neue Gesetz soll vor allem für große Netzwerke gelten, auf denen man öffentliche Profile erstellen kann. Wann genau das neue Gesetz kommt und welche Plattformen betroffen sind, ist noch offen. Berliner Pfarrerin traut 4 Männer gleichzeitig. In Berlin hat eine evangelische Pfarrerin 4 Männer gleichzeitig getraut. Die Pfarrerin heißt Müller und arbeitet in der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg. Im Sommer hat sie in Berlin ein besonderes Fest organisiert, ein Pop-up-Hochzeitsfestival. Dort konnten Paare spontan heiraten, ohne sich vorher anzumelden. 4 Männer wollten gemeinsam heiraten und Müller hat sie getraut. Sie sagt, man hat sofort gesehen, dass viel Liebe zwischen ihnen war. Eine offizielle Eintragung in das Kirchenbuch war aber nicht möglich, weil solche Ehen in Deutschland gesetzlich verboten sind. Trotzdem glaubt die Pfarrerin, dass die 4 Männer vor Gott wirklich geheiratet haben. Der teuerste Kaffee der Welt in Dubai. In Dubai gibt es jetzt den teuersten Kaffee der Welt. Eine Tasse kostet $1.000, also etwa 870 Euro. Er wird im Julith Café serviert, das in einem beliebten Stadtviertel liegt.
Der Kaffee kommt aus Panama und heißt Nido 7 Geisha. Das Café hat die Bohnen bei einer Auktion gekauft. 20 Kilo haben rund $600.000 gekostet. Der Geschmack soll besonders fein sein, mit Noten von Jasmin, Orange und Pfirsich. Insgesamt werden nur 400 Tassen verkauft. Ein Teil des Cafés ist für Dubais Herrscherfamilie reserviert. In der Stadt leben viele reiche Menschen und die Nachfrage nach dem Luxuskaffee ist sehr groß. Finnland zeigt, wie gutes Lernen gelingt. In Finnland gehen Kinder nur etwa 4 bis 5 Stunden am Tag zur Schule und haben wenig Hausaufgaben. Trotzdem gehören sie zu den Besten der Welt. Der Grund dafür sind gut ausgebildete Lehrer, viel Vertrauen und Zeit zum Spielen. Kinder in Finnland haben wenig Stress und viel Freude am Lernen. Finnland zeigt, dass gute Bildung keine langen Schultage braucht, sondern Vertrauen, gute Lehrer und moderne Lernmethoden. Das waren die Nachrichten für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Guten Tag, hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 10. November 2025. Weniger Auswanderung in den USA. Seit Anfang des Jahres sind deutlich weniger Menschen aus Deutschland in die USA ausgewandert. Vom Januar bis September 2025 waren es rund 17.000 Menschen, etwa 18% weniger als im Jahr davor. Gleichzeitig sind aber mehr Menschen aus den USA nach Deutschland gezogen. Zum ersten Mal seit 2021 sind also wieder mehr Amerikaner nach Deutschland als umgekehrt gekommen. Auch im Tourismus gibt es einen Rückgang. Es sind etwas weniger US-Gäste nach Deutschland gekommen und auch weniger Deutsche sind in die USA geflogen. Trotzdem bleibt das Land das beliebteste Ziel außerhalb Europas. Südkorea führt Solardächer auf Parkplätzen ein. In Südkorea gilt bald ein neues Gesetz. Große öffentliche Parkplätze müssen mit Solardächern ausgestattet werden. Das neue Gesetz gilt ab Ende November und betrifft Parkplätze, die größer als 1000 Quadratmeter sind, also Platz für etwa 80 Autos bieten. Private Parkplätze und Firmenflächen sind davon ausgenommen. Die Solardächer sollen Strom aus Sonnenenergie erzeugen und gleichzeitig Schutz vor Regen und Hitze bieten. Rund 3000 Parkplätze im Land müssen nun nachgerüstet werden. Klimakrise zwingt Millionen Menschen zur Flucht. Die Klimakrise hat in den letzten 10 Jahren rund 250 Millionen Menschen zur Flucht gezwungen. So berichtet das UN-Flüchtlingshilfswerk von der Weltklimakonferenz in Brasilien. Viele Menschen mussten wegen Überschwemmungen, Dürren oder extremer Hitze ihre Heimat verlassen. Das sind etwa 70.000 pro Tag. Besonders betroffen sind Länder wie Südsudan, Kenia, Pakistan oder Äthiopien. Das UNHCR warnt, Klimakrise und Konflikte verstärken sich gegenseitig und machen das Leben für Millionen Menschen immer gefährlicher. Immer weniger Kinder in der Schweiz. In der Schweiz bekommen Frauen immer seltener Kinder. Im Jahr 2024 hatten Frauen in der Schweiz im Durchschnitt nur 1,29 Kinder, so wenig wie nie zuvor. Besonders stark ist die Zahl der dritten Kinder zurückgegangen. Auch junge Erwachsene zwischen 20 und 29 Jahren wünschen sich heute seltener Kinder. Viele nennen als Grund ihre finanzielle Lage oder eine unsichere Beziehung. Das waren die Nachrichten für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 17. November 2025. Hamburger Familie stirbt im Türkei-Urlaub. Eine Familie aus Hamburg hat im Türkei-Urlaub ein tragisches Schicksal erlebt. Eine Mutter und ihre 2 Kinder sind in Istanbul gestorben, vermutlich wegen einer Lebensmittelvergiftung. Die Behörden in Istanbul haben die Ermittlungen gestartet. Sie haben Proben an den Orten genommen, an denen die Familie gegessen hat. Außerdem wurden 4 Mitarbeiter dieser Restaurants festgenommen. Die Polizei hat die Beweise an das Institut für Rechtsmedizin weitergegeben, um die genaue Todesursache zu klären. Auch das Hotel der Familie wird jetzt untersucht. Medien berichten, dass die Polizei dort weitere 4 Verdächtige festgenommen hat, darunter einen Verantwortlichen des Hotels. Alle Gäste mussten das Hotel verlassen und in andere Hotels umziehen. Die Behörden haben viele Gegenstände aus dem Gebäude mitgenommen, um sie im Labor zu testen. Zuvor waren 2 andere Hotelgäste mit ähnlichen Symptomen wie Übelkeit und Erbrechen ins Krankenhaus gebracht worden. KI-Sänger erobert die Country-Charts. In den USA ist ein KI-Sänger namens Breaking Rust sehr erfolgreich. Sein Song Walk My Walk steht seit Mitte Oktober auf Platz 1 der digitalen Country-Charts. Der künstliche Sänger hat über 2,5 Millionen Hörer im Monat und ist damit erfolgreicher als viele bekannte Country-Sänger. Auch andere KI-Musiker wie Xania Monet schaffen es in die US-Charts. Mehrere bekannte Sängerinnen, darunter Dua Lipa und SZA, kritisieren diesen Trend. Sie sagen, dass KI-Musik ein unfairer Wettbewerb ist. Mehr Kinder in Deutschland sind armutsgefährdet. In Deutschland waren im Jahr 2024 rund 15,2% der Kinder und Jugendlichen armutsgefährdet. Das bedeutet, etwa 2,2 Millionen Minderjährige lebten mit sehr wenig Geld. Ein Jahr vorher waren es noch 14%, sagt das Statistische Bundesamt. Deutschland liegt damit unter dem EU-Durchschnitt. In der Europäischen Union waren zuletzt 19,3% der jungen Menschen armutsgefährdet. Ob Kinder arm sind, hängt von vielen Dingen ab. Zum Beispiel vom Geld der Familie, von der Wohnsituation und davon, ob ein Elternteil allein erzieht. Deutschland plant neue Regeln für geflüchtete Ukrainer. Für Ukrainer, die ab 1. April 2025 nach Deutschland kommen, sollen die Leistungen sinken. Sie sollen dann die gleichen Leistungen bekommen wie Asylbewerber, also deutlich weniger als beim Bürgergeld. Seit 2022 hatten Geflüchtete aus der Ukraine Anspruch auf Grundsicherung, ohne ein Asylverfahren zu durchlaufen. Bundeskanzler Friedrich Merz sagt außerdem, dass junge Männer aus der Ukraine besser in ihrem Land bleiben sollten, weil sie dort gebraucht werden. Das waren die Nachrichten für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 18. November 2025. Fahranfänger verliert Führerschein nach 2 Stunden. In Osnabrück hat ein 18-Jähriger nur 2 Stunden nach seinem Geburtstag seinen Führerschein verloren. Die Polizei stoppte ihn in der Nacht, weil er mit 110 km/h statt 50 unterwegs war. Der junge Fahrer muss nun rund 560 € Bußgeld zahlen, bekommt 2 Punkte und ein 2-monatiges Fahrverbot.
Außerdem wird seine Probezeit verlängert und er muss an einem Aufbauseminar teilnehmen. Sony plant Kinofilm über Kultfigur Lababu. Sony Pictures will den Lababu-Hype ins Kino bringen. Der Konzern hat sich die Filmrechte an der beliebten Plüschfigur gesichert. Ob der Film ein Animations- oder Realfilm wird, steht noch nicht fest. Auch Regie und Besetzung sind offen. Lababu stammt vom Designer Ka-Sing Lung und wird seit 2019 vom Unternehmen PopMart verkauft. Die Figuren sind weltweit sehr beliebt, vor allem wegen der seltenen Sammlerstücke. Schule nimmt Kopfbedeckungsverbot zurück. Die Leitung einer Schule in Melebourg hat Eltern Anfang November informiert, dass im Schulgebäude keine Kopfbedeckungen wie Mützen, Kappen oder Kopftücher erlaubt sind. Ausnahmen sollten extra beantragt werden. Nach Kritik hat das Landesamt für Schule und Bildung erklärt, dass es für ein solches Verbot keine rechtliche Grundlage gibt. Die Schule hat die Regel daraufhin zurückgenommen und die Eltern erneut informiert. Der Fall wird jetzt weiter geprüft. Inzwischen wurden Beleidigungen gegen die Schulleiterin an das Schulgebäude geschmiert. Die Polizei ermittelt. Kein Anspruch auf vegane Kost im Gefängnis. In Bayern haben Gefangene keinen Anspruch auf veganes Essen. Das hat das bayerische oberste Landesgericht entschieden. Gefängnisse müssen keine veganen Mahlzeiten anbieten, aber sie müssen erlauben, dass Inhaftierte vegane Produkte auf eigene Kosten kaufen. Nasskalt und erster Schnee erwartet. In den nächsten Tagen wird das Wetter in Deutschland nasskalt und wechselhaft. In höheren Lagen, ab etwa 400 bis 600 Metern, kann es schneien, besonders im Norden, Westen und Südosten. Im Flachland regnet es meistens. In den Nächten kann es glatt werden. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 2 und 8 Grad. Später in der Woche wird es noch kälter. Hat es bei euch schon geschneit? Schreibt es gern in die Kommentare. Das waren die Nachrichten für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 19. November 2025. Klimt-Gemälde erzielt Rekordsumme. In New York ist ein Gemälde von Gustav Klimt für rund 236 Millionen Dollar versteigert worden. Das Portrait of Elizabeth Lederer ist damit das zweiteuerste Kunstwerk, das jemals bei einer Auktion verkauft wurde, und das teuerste Bild von Klimt überhaupt. Mehrere Interessenten haben etwa 20 Minuten lang um das Bild mitgeboten. Das teuerste jemals versteigerte Kunstwerk ist aber weiterhin Salvator Mundi von Leonardo da Vinci. Deutschland prüft wieder Waffenlieferungen an Israel. Die Bundesregierung will Waffenlieferungen an Israel wieder erlauben. Mehrere Monate lang gab es keine Genehmigungen, weil im Gazastreifen schwer gekämpft wurde und viele Zivilisten gestorben sind. Seit dem 10. Oktober hat es dort eine Waffenruhe gegeben. Israels Außenminister Gideon Saar hat die Entscheidung begrüßt. Die Linkspartei in Deutschland hat kritisiert, dass es im Gazastreifen trotz Waffenruhe weiter Kämpfe gibt. Sie sagt, Deutschland sollte deshalb keine Waffen an Israel liefern. Lebensmittel in Deutschland deutlich teurer geworden.
In Deutschland sind die Lebensmittelpreise von Januar 2019 bis Oktober 2025 um 40% gestiegen. Die Löhne haben im gleichen Zeitraum nur etwas über 30% zugenommen. Besonders stark betroffen sind einige Produkte. Schokolade ist wegen der hohen Kakaopreise etwa 75% teurer geworden. Kaffee rund 52%. Etwas entspannter ist die Lage bei Bier und Wein. Laut Statistischem Bundesamt sind die Preise für Bier um 25% und für Wein um 17% gestiegen. Tierschützer warnen vor Todesgefahr für tausende Rinder. Tausende Rinder aus Uruguay sind auf einem Viehtransportschiff in Gefahr. Das Schiff Spiridon 2 ist vor 2 Monaten in Uruguay gestartet. Es wollte Rinder in die Türkei bringen. Dort hat die Türkei die Ladung nicht angenommen. In der Türkei durfte das Schiff nur kurz anlegen und etwas Futter laden. Jetzt fährt die Spiridon 2 offenbar wieder zurück nach Montevideo. Laut der Animal Welfare Foundation reicht das aber nicht für die lange Rückfahrt. Die Organisation befürchtet, dass viele Tiere die Reise nicht überleben werden. Das waren die Nachrichten für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 20. November 2025. Autonomes Shuttle startet in Hamburg. In Hamburg wird ein neues selbstfahrendes Shuttle getestet. Es heißt Holland Urban. Das Fahrzeug fährt fast ganz ohne Fahrer. Nur eine Aufsichtsperson fährt noch zur Sicherheit mit. Das Projekt wird von mehreren Partnern durchgeführt, darunter die Hochbahn, Moja und VW. Bis 2026 sollen in Hamburg bis zu 20 solcher Shuttles unterwegs sein. Die Bundesregierung unterstützt das Projekt mit 26 Millionen Euro. Das Shuttle funktioniert wie ein Sammeltaxi. Mehrere Menschen mit ähnlichem Ziel fahren gemeinsam. Das soll den Verkehr reduzieren und den Nahverkehr verbessern. Deutschland sagt 1 Milliarde Euro für Waldschutz zu. Bei der UN-Klimakonferenz in Brasilien hat Deutschland 1 Milliarde Euro für den neuen globalen Waldschutzfonds TFFF zugesagt. Der Fonds unterstützt Länder, die ihre Regenwälder schützen. Zum Start des Fonds sind bereits rund 5,5 Milliarden Dollar zusammengekommen. Neben Deutschland haben auch Indonesien und Norwegen große Beträge angekündigt. Norwegen will noch mehr Geld zahlen, wenn andere Länder sich beteiligen. Auch Frankreich und Portugal unterstützen den Fonds. Mercedes ändert seine Strategie. Mercedes-Benz will nicht mehr nur teure Luxusautos bauen. Laut Handelsblatt soll der Konzern wieder mehr Autos für verschiedene Preisklassen bauen. Offiziell bestätigt ist das noch nicht. Der Grund? Die Nachfrage nach Autos ist gesunken, vor allem in China. Dadurch ist auch der Gewinn zurückgegangen. Mercedes hofft, dass mehr Modelle für verschiedene Kunden wieder mehr Erfolg bringen. Verbraucherschützer warnen vor gefährlichem KI-Spielzeug. US-Verbraucherschützer warnen, dass neues KI-Spielzeug für Kinder viele Risiken hat. Einige Puppen und Roboter arbeiten mit Sprachmodellen wie ChatGPT und können mit Kindern reden. In Tests haben manche Spielzeuge falsche oder gefährliche Antworten gegeben. Zum Beispiel Tipps zum Umgang mit Messern oder Gespräche über sexuelle Themen. Ein weiteres Problem ist der Datenschutz.
Viele Spielzeuge hören dauerhaft zu und speichern Kinderstimmen auf Servern. Diese Daten könnten missbraucht werden. Zusätzlich tauchen beim Online-Kauf immer wieder unsichere Importe auf, die Schadstoffe enthalten. Verbraucherschützer fordern deshalb strengere Regeln. Das waren die Nachrichten für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 22. November 2025. Krankgeschriebener Lehrer tritt weiter auf. In Köln sorgt ein Lehrer für Ärger. Er ist seit Monaten krankgeschrieben, steht aber weiter als Künstler auf der Bühne. Die Schulbehörde untersucht den Fall. Der Lehrer musste erklären, warum er trotz Krankschreibung auftreten kann. Außerdem wurde er vom Amtsarzt untersucht. Das Ergebnis liegt seit dem 12. November vor. Die Behörde hat weitere Schritte angekündigt. Welche Maßnahmen folgen, wurde noch nicht gesagt. Jugendliche nutzen KI täglich. Immer mehr Jugendliche in Deutschland verwenden künstliche Intelligenz im Alltag. Die neue JIM-Studie 2025 zeigt, 91% der 12- bis 19-Jährigen nutzen mindestens eine KI-Anwendung. Besonders beliebt ist ChatGPT. Rund die Hälfte der Jugendlichen verwendet das Programm mehrmals pro Woche oder sogar täglich. Viele nutzen KI für Hausaufgaben und zum Lernen. Auch um Informationen zu suchen oder herauszufinden, wie etwas funktioniert, greifen Jugendliche häufig zu ChatGPT und anderen KI-Programmen, oft auch direkt im Unterricht. Studie zeigt, viele Autos stehen ungenutzt. Eine neue bundesweite Studie zeigt, dass Autos in Deutschland immer häufiger ungenutzt stehen. Fast die Hälfte aller Fahrzeuge wird an einem normalen Tag gar nicht bewegt. Vor einigen Jahren war das noch deutlich seltener. Viele Menschen nutzen inzwischen wieder häufiger Bus und Bahn, vor allem wegen des Deutschland-Tickets. Laut Studie verwenden 16% der Befragten dieses Ticket, in großen Städten sogar etwa ein Drittel. Viele fahren damit nicht nur zur Arbeit, sondern auch in ihrer Freizeit. Neuen Rekord beim Schnellladen von E-Autos. Viele Menschen sind bei E-Autos noch skeptisch, vor allem wegen der langen Ladezeiten. Eine neue Messung zeigt jedoch, wie schnell moderne Batterien heute geladen werden können. Der Lotus Emeya hat in Kuwait einen Rekord erreicht. An einer 450 Kilowatt Ladesäule hat er mit bis zu 443 Kilowatt geladen. Von 10 auf 80% brauchte er nur 13 Minuten und 35 Sekunden. Das ist möglich durch eine neue Batterietechnik. Die Zellen sitzen enger zusammen. So kann der Akku mehr Energie speichern und viel schneller geladen werden. Das waren die Nachrichten für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 24. November 2025. USA und Ukraine arbeiten an verbessertem Friedensvorschlag. Die USA und die Ukraine arbeiten an einem neuen Friedensplan. Der alte Vorschlag war für die Ukraine nicht akzeptabel. Jetzt sagen beide Seiten, dass es eine bessere Version gibt. Details nennen sie aber nicht. Die Gespräche in Genf sind gut verlaufen und haben Fortschritte gebracht. In den nächsten Tagen wird weiter verhandelt. Am Ende entscheiden US-Präsident Donald Trump und der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj. Der neue Plan soll stärkere Sicherheitsgarantien für die Ukraine enthalten.
Mann verkleidet sich als tote Mutter. In Italien hat die Polizei einen ungewöhnlichen Betrugsfall entdeckt. Ein 57-jähriger Mann aus der Lombardei hat sich 3 Jahre lang als seine verstorbene Mutter ausgegeben, um weiter ihre Rente zu bekommen. Er soll den Tod der Frau geheim gehalten und ihren Körper im Keller versteckt haben. Als der Ausweis der Mutter ablief, hat sich der Mann ein Kleid und eine Perücke angezogen und ist zum Rathaus gegangen. Dort haben die Mitarbeiter sofort gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Die Polizei wurde gerufen und fand im Keller die mumifizierten Überreste der Mutter. Gegen den Mann wird jetzt wegen Betrug und Verheimlichung einer Leiche ermittelt. Viele junge Erwachsene nutzen soziale Medien zu viel. Forscher aus Bochum haben eine große Studie gemacht. Sie haben 22.000 Erwachsene befragt. Das Ergebnis: Sehr viele junge Menschen zeigen Anzeichen einer Sucht. Etwa die Hälfte der Menschen unter 20 Jahren nutzt soziale Medien so viel, dass es problematisch sein kann. Viele verbringen mehr als 4 Stunden am Tag auf Instagram, WhatsApp oder anderen Plattformen. Ältere Menschen nutzen soziale Medien viel weniger. 80-Jährige zum Beispiel nur rund 2 Stunden am Tag. Frauen sind etwas länger online als Männer. Medizinisches Wunder: Eineiige Drillinge geboren. Im Klinikum Böblingen sind eineiige Drillinge geboren worden. Ein extrem seltenes Ereignis. Statistisch passiert das nur einmal unter 100 Millionen Geburten. Die Mädchen sind wegen Komplikationen als Frühchen per Kaiserschnitt zur Welt gekommen. Ein Baby hatte kurz nach der Geburt eine Hirnblutung, erholt sich aber gut. Auch die Mutter ist stabil. Eineiige Drillinge entstehen, wenn sich eine Eizelle zweimal teilt. Besonders ungewöhnlich: In Baden-Württemberg wurden dieses Jahr bereits 2 solcher Drillingsgeburten gemeldet. Das waren die Nachrichten für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 25. November 2025. Riesiger Weihnachtsbaum in Dortmund leuchtet wieder. In Dortmund leuchtet wieder der wohl größte Weihnachtsbaum der Welt. Der Baum ist 45 Meter hoch und besteht aus rund 1200 Rotfichten aus dem Sauerland. Obendrauf steht ein 4 Meter hoher beleuchteter Engel. Der riesige Baum wurde zum ersten Mal 1996 aufgebaut. Der Aufbau dauert jedes Jahr fast einen Monat. Insgesamt wiegt die Konstruktion etwa 40 Tonnen und wird mit 138.000 LEDs beleuchtet. Weihnachtsbäume werden teurer. In diesem Jahr müssen viele Menschen mehr für ihren Weihnachtsbaum bezahlen. Besonders die Nordmann-Tanne wird deutlich teurer, erklärt der Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger. Fichten bleiben dagegen günstiger, weil sie schneller wachsen. Die Preise unterscheiden sich stark nach Region. In Städten sind Bäume meist teurer als auf dem Land. In Deutschland werden jedes Jahr etwa 23 bis 25 Millionen Weihnachtsbäume verkauft. Nur rund 1,8 Millionen werden importiert. Rückenschmerzen sind Hauptursache für Ausfälle im Job. Rückenschmerzen waren 2024 der häufigste Grund für Krankmeldungen bei Versicherten der KKH. Jede 8. berufstätige Person hat diese Diagnose bekommen. Vor 5 Jahren war es noch jede 13. Person gewesen. Auf Platz 2 sind psychische Probleme gekommen, zum Beispiel Anpassungsstörungen. Diese Diagnosen haben in 5 Jahren um rund 50% zugenommen.
Rückenschmerzen entstehen oft durch Bewegungsmangel, falsches Sitzen, schweres Heben oder Übergewicht. Manchmal auch durch Stress. YouTuber Jan Zimmermann mit 27 Jahren gestorben. Der bekannte YouTuber Jan Zimmermann ist im Alter von 27 Jahren gestorben. Freunde konnten ihn nicht erreichen und haben die Polizei alarmiert. Er wurde am 18. November leblos in seiner Wohnung in Königswinter gefunden. Die Ermittlungen wurden inzwischen abgeschlossen. Laut Obduktion gab es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Zimmermann ist durch den Kanal Gewitter im Kopf bekannt geworden, indem er mit seinem Freund Tim über sein Tourette-Syndrom aufgeklärt hat. Kriminalität an Bahnhöfen nimmt deutlich zu. Die Bundespolizei hat neue Zahlen veröffentlicht. An deutschen Bahnhöfen gab es 2024 deutlich mehr Gewalt. Sexualdelikte sind um 19% gestiegen, Gewaltdelikte um 6% und Angriffe auf Polizisten um 10%. Insgesamt wurden rund 382.000 Straftaten gezählt. Das sind über 1.000 pro Tag. Besonders häufig sind sexuelle Belästigungen und Körperverletzungen. Trotz mehr Kameras und Waffenverboten bleibt die Lage angespannt. Das Kanu des Manitou erreicht 5 Millionen Zuschauer. Etwa 3 Monate nach dem Kinostart hat das Kanu des Manitou über 5 Millionen Zuschauer erreicht. Damit ist er der erfolgreichste Kinofilm des Jahres geworden. Der Regisseur und Schauspieler Michael Bulli Herbig hat auf Instagram seine Freude gezeigt und geschrieben, dass er überwältigt ist. Der Film ist die Fortsetzung von Der Schuh des Manitou aus dem Jahr 2001. Darin feiern Abahachi und Ranger ihr Jubiläum als Blutsbrüder und erleben neue chaotische Abenteuer im Wilden Westen. Das waren die Nachrichten für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 26. November 2025. Neue Festnahmen nach Juwelendiebstahl im Louvre. In Paris hat die Staatsanwaltschaft 4 weitere Verdächtige festnehmen lassen. 2 Frauen und 2 Männer aus der Region Paris. Sie wurden am Dienstagmorgen in Gewahrsam genommen. Welche Rolle sie gespielt haben, ist noch unklar. Der Diebstahl hat am 19. Oktober stattgefunden. Maskierte haben mit einer Hebebühne ein Fenster im 1. Stock erreicht und Schmuck im Wert von 88 Millionen Euro gestohlen. Die Beute ist bis heute nicht gefunden worden. Klimaaktivisten müssen hohen Schadensersatz zahlen. 10 Klimaaktivisten der letzten Generation müssen nach einer Flughafenblockade in Hamburg über 400.000 Euro Schadensersatz zahlen. Außerdem müssen sie rund 700.000 Euro Gerichtskosten übernehmen. Die Fluggesellschaft Eurowings hat die Aktivisten verklagt. Die Aktivisten haben im Juli 2023 das Rollfeld betreten und sich dort teilweise festgeklebt. Deshalb kam es zu großen Störungen im Flugverkehr. Tachobetrug bleibt großes Problem. In Deutschland werden weiter viele Kilometerstände von Autos gefälscht. Laut ADAC ist etwa jeder 3. Gebrauchtwagen betroffen. Oft werden aus 160.000 Kilometern angeblich nur 80.000 gemacht. So wirken Autos wertvoller und Käufer verlieren viel Geld. Außerdem kann es gefährlich werden, weil wichtige Wartungen dann fehlen. Fachleute erklären, dass man früher sogar ältere Autos mit einem einfachen Akkuschrauber manipulieren konnte. Heute wird dafür Software benutzt.
Und auch moderne digitale Tachos sind nicht wirklich sicher. EU plant Chipppflicht für Hunde und Katzen. In der EU sollen Hunde und Katzen in Zukunft einen Mikrochip bekommen. Damit will man verhindern, dass Tiere illegal verkauft oder ausgesetzt werden. Darauf haben sich das Europaparlament und die EU-Staaten geeinigt. Für Hunde soll die Pflicht in etwa 10 Jahren gelten, für Katzen in rund 15 Jahren. Hochzeit auf den ersten Blick-Skandal. Pärchen bricht diese Regel. In der neuen Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick gibt es Ärger. Maren und Frank haben sich schon vor der TV-Hochzeit gekannt. Die Experten waren überrascht, denn die Showregel besagt, dass sich die Paare erst am Traualtar zum ersten Mal sehen dürfen. Maren hatte Frank bereits 2022 in einer anderen Sendung gesehen und ihn später online kontaktiert. Beide haben sogar miteinander telefoniert. Älteste Schildkröte gestorben. Im San Diego Zoo ist die Galapagos-Riesenschildkröte Gramma gestorben. Sie war etwa 141 Jahre alt und galt als die älteste Schildkröte des Zoos. Gramma ist auf den Galapagos-Inseln geboren und später aus dem Bronx Zoo nach San Diego gekommen. Die Pfleger haben sie liebevoll die Königin des Zoos genannt. Zuletzt hatte sie starke Altersbeschwerden und wurde eingeschläfert. Das waren die Nachrichten für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Guten Tag, hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 27. November 2025. EU geht gegen Shein vor. Die EU-Kommission macht Druck auf den Online-Händler Shein. Auf der Plattform sollen kinderähnliche Sexpuppen und illegale Waffen verkauft worden sein. Die EU will nun genau wissen, wie Shein Minderjährige schützt und solche Produkte stoppen will. Die Anfrage läuft über das europäische Digitalgesetz und kann zu Strafen führen. Auch in Frankreich hat Shein schon Probleme. Dort wurden ähnliche verbotene Produkte gefunden und die Regierung droht dort sogar mit einer Sperrung der Seite. Weihnachtssüßigkeiten deutlich teurer. In Deutschland sind viele Süßigkeiten zur Weihnachtszeit deutlich teurer geworden. Laut Statistischem Bundesamt mussten Verbraucher im Oktober 2025 rund 22% mehr für Schokolade zahlen als ein Jahr zuvor. Eine einfache Tafel war sogar über 30% teurer. Auch Pralinen und Schokoriegel haben deutlich mehr gekostet. Nur Kekse sind fast gleich geblieben und stiegen nur um etwa 2%. Insgesamt sind die Lebensmittelpreise viel weniger gestiegen. Großbrand in Hongkong. Viele Tote und Vermisste. In Hongkong ist ein großes Feuer in einem Wohnkomplex im Stadtteil Tai Po ausgebrochen. Mindestens 44 Menschen sind gestorben und über 900 Menschen haben die Nacht in Notunterkünften verbracht. Viele Häuser haben gebrannt und dichter Rauch hat über der Gegend gestanden. 29 Menschen sind ins Krankenhaus gekommen, 7 davon sind in kritischem Zustand gewesen. Außerdem gelten 279 Menschen weiter als vermisst. Die Feuerwehr hat mehrere Gebäude unter Kontrolle gebracht und sucht weiter nach Vermissten. Die Polizei hat 3 Personen festgenommen. Neue Regeln zum Jugendschutz beschlossen. In Deutschland sollen digitale Geräte bald einen festen Kinder- und Jugendmodus haben. Hersteller wie Apple, Google und Microsoft müssen dafür sorgen, dass sich der Schutz mit einem Klick aktivieren lässt. Dann sind nur sichere Browser und geprüfte Apps erlaubt.
Auch Erotikseiten können schneller gesperrt werden. Außerdem dürfen Zahlungsdienste problematischen Anbietern kein Geld mehr überweisen. Die neuen Regeln gelten ab Dezember 2027. Günstiges Sammeltaxi in Harburg startet. Im Bezirk Harburg gibt es ab Mitte Dezember ein neues günstiges Sammeltaxi-Angebot. Der Service HVV Hop wird ab Dezember in einem deutlich größeren Gebiet unterwegs sein. Wer eine HVV-Fahrkarte oder ein Deutschlandticket hat, zahlt nur einen kleinen Aufpreis. Für 2 Euro kann man sich von einer Haltestelle bis nach Hause fahren lassen oder umgekehrt. Nur lange Strecken parallel zu Bus- oder S-Bahn-Linien sind nicht erlaubt. Seit 2023 hat der Dienst schon über 500.000 Fahrgäste. Kiffen im englischen Garten wieder erlaubt. In München ist das Kiffen im englischen Garten, im Hofgarten und im Finanzgarten vorläufig wieder erlaubt. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat entschieden, dass das komplette Cannabisverbot in diesen Parks rechtswidrig ist. 2 Männer hatten dagegen geklagt. Das Gericht sagt, für ein so großes Verbot braucht es eine konkrete Gefahr oder starke Belästigung für andere. Der Freistaat Bayern kann noch Beschwerde einlegen. Wenn er das nicht tut, wird das Urteil endgültig. Frankreich will Wehrdienst zurückbringen. Frankreich plant die Rückkehr zur Wehrpflicht, rund 30 Jahre nach ihrer Abschaffung. Präsident Emmanuel Macron sagt, dass Europa durch Russland bedroht wird und Frankreich deshalb Stärke zeigen muss. Russland versucht, Europa zu destabilisieren und die Demokratien zu schwächen. Das waren die Nachrichten für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 28. November 2025. 8 Wintersportler überleben Lawine in Tirol. In Tirol haben 8 Wintersportler eine große Lawine überlebt. 5 von ihnen kamen aus Deutschland, die anderen aus Bulgarien und Österreich. Alle konnten aus dem Schnee gerettet werden. An der Suche waren rund 250 Helfer beteiligt, darunter 90 Soldaten der Bundeswehr, viele Bergretter aus Österreich, Tschechien und Polen sowie Suchhunde und Hubschrauber. Am Nachmittag wurde die Suche beendet. Weitere Personen wurden nicht vermisst. Klimafreundliche Eishalle in Stuttgart. In Stuttgart kann man jetzt besonders klimafreundlich Schlittschuh laufen. Die Eishalle Eiswelt hat 900 leichte Solarmodule auf dem Dach bekommen. Sie sind so groß wie ein ganzes Eishockeyfeld. Durch die Solaranlage braucht die Halle keine fossilen Brennstoffe mehr. Die Stadt hat dafür etwa 2,6 Millionen Euro investiert und spart nun jedes Jahr rund 122.000 Euro an Energiekosten. Ab 2035 sollen möglichst alle städtischen Gebäude klimaneutral sein. Viele klagen wegen langsamer Einbürgerung in Berlin. In Berlin gibt es immer mehr Beschwerden über lange Einbürgerungsverfahren. Bis Oktober wurden fast 2000 Klagen eingereicht, deutlich mehr als in den Vorjahren. Das Landesamt schafft es oft nicht, Anträge in 3 Monaten zu bearbeiten. Diese Klagen machen inzwischen etwa 10% aller Verfahren am Verwaltungsgericht aus. Viele Menschen kochen regelmäßig, aber nicht alle. Laut dem neuen Ernährungsreport kochen 43% der Menschen in Deutschland fast jeden Tag. 9% kochen dagegen gar nicht selbst. Auf dem Land kochen mehr Menschen täglich als in Großstädten. Am wichtigsten ist der Geschmack.
98% der Menschen sagen, das Essen muss gut schmecken. Danach kommt gesundes Essen. Das finden 90% wichtig. 57% finden es wichtig, dass man das Essen schnell und einfach zubereiten kann. Für 36% soll es außerdem wenig Kalorien haben. Alte Führerscheine müssen umgetauscht werden. Alte Führerscheine, die vor 2013 ausgestellt wurden, müssen in den nächsten Jahren umgetauscht werden. Ziel ist es, dass alle Führerscheine in der EU ein einheitliches und fälschungssicheres Format haben. Die neuen Karten enthalten moderne Sicherheitsmerkmale und haben erstmals ein Ablaufdatum. Für den Umtausch braucht man den alten Führerschein, ein biometrisches Foto und den Ausweis. In Berlin sind die Bürgerämter zuständig, in Brandenburg die Fahrerlaubnisbehörden. Wer den Umtausch vergisst, zahlt 10 Euro. Das waren die Nachrichten für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.